Leckere Kohlrouladen mit einer herrlichen Soße, wie bei Oma. Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Wir machen heute wunderbare Kohlrouladen. Das Ganze geht viel einfacher, als ihr denkt. So ein Gericht, das macht man eigentlich irgendwie wirklich selten, aber es ist wirklich nicht schwer und es ist einfach sowas von lecker. Als erstes müssen wir unseren Weißkohl vorbereiten. Dann schneiden wir einmal um den Strunk rum. Wenn ihr den Strunk rausschneidet, passt bitte schön auf eure Finger auf. So, dann nehmen wir uns eine Fleischgabel und die machen wir einmal ordentlich fest da rein. Ich habe mir schon einen Topf bereitgestellt. Kochendes Wasser, das können wir bitte auch großzügig salzen. Und da geben wir den jetzt erstmal rein. Den lassen wir jetzt so lange darin kochen, bis die Blätter sich von alleine lösen und weich sind. Dauert ungefähr 5 bis 10 Minuten. Und dann können wir sie einzeln ablesen und direkt in kaltes Wasser geben. Mein Kohl ist soweit, das ist eigentlich auch schon die schwierigste Arbeit. Die habe ich auf ein Küchentuch gelegt zum Abtropfen. Und jetzt schneiden wir hier noch den Strunk, den dicken Teil raus. Den könnt ihr aufheben, klein schneiden und mit den Rouladen zusammen schmoren. So, für die, die es noch nicht wissen, ich nutze übrigens die Messer von Heiso. Die haben gerade ein cooles neues Santoku, ein kleines, rausgebracht. Und das ist super praktisch für eigentlich so ziemlich alle Arbeiten in der Küche. Aber eigentlich, mir gefällt jedes Messer von Heiso. Schaut mal auf deren Webseite vorbei. Ein kleines Familienunternehmen aus Solingen. Und mit Thomas 10 könnt ihr auch noch 10% sparen. Für meine Füllung habe ich hier einmal Hackfleisch, 800 Gramm sind das, in dem Fall gemischtes Hack. Ihr könnt aber auch reines Rinderhack nehmen. Dann habe ich hier ein eingeweichtes Brötchen vom Vortag, Knoblauch, Zwiebel, etwas Tomatenmark, Butterschmalz zum Braten. Könnt ihr ganz einfach selber machen. Wie das geht, zeige ich euch in einem anderen Video. Dann 2 Eier, ein bisschen Majoran oder Oregano, beides funktioniert ganz gut. Ein bisschen edelsüßer Paprika, Salz, Pfeffer und ein wenig Brühe zum Aufgießen. Da könnt ihr nehmen, was ihr habt, Geflügel, Rinderbrühe oder eben auch eine Gemüsebrühe, alles geht. Ich fange mal an mit den Eiern. Und gebe die da rein. Ohne Schale, wenn es geht. Dann drücke ich mein Brötchen ordentlich aus. Das könnt ihr auch da rein zupfen. Dann gebe ich da rein Salz, Pfeffer aus der Mühle, Majoran, Teelöffel Paprikapulver. Und dann schneide ich mir noch meine Zwiebel in kleine Würfel. Je kleiner, desto besser. Ihr könnt die vorher auch anschwitzen, ich spare mir das in dem Fall. Den Knoblauch schneiden wir auch klein. Ihr könnt auch den Keim vorher entfernen. Dann sagt man, da wird ein bisschen bekömmlicher. Die Zwiebeln gehen auch mit rein. Und jetzt kneten wir das schön durch. Das eingeweichte Brötchen sorgt übrigens auch dafür, dass die Masse schön locker und luftig wird. So, jetzt drehen wir die Rouladen. Dafür legen wir 2 von unseren Kohlblättern übereinander, geben hier unsere Füllung rein. Ja, da könnt ihr zum Beispiel auch eine Suppenkelle benutzen als Portionierer, damit ihr immer die gleiche Größe habt. So, das schlagen wir dann einmal ein. Die Seiten auch. Ist ein bisschen wie so ein Wrap machen. So, und dann ist das schon fertig. Ihr könntet die Rouladen auch noch binden. Ich persönlich bin dafür zu faul. Normalerweise hält das auch so ganz gut. Also erst hier einmal umklappen, dann das hier richtig schön reinklappen, Seiten einschlagen. Ja, wer Geschenke einpacken kann, der ist hier klar im Vorteil. Ja, da werdet ihr mit jeder Roulade da besser, was das Rollen angeht. Ich stelle mir jetzt erstmal ein Brett auf, daran gebe ich ein bisschen Butterschmalz. Und dann brate ich die Kohlroulade von der glatten Seite als erstes an. Vorsichtig reinlegen, damit sie nicht wieder aufgehen. Das Gute ist, die stützen sich so schön gegenseitig. Dann können wir die Seite auch gleich ein bisschen würzen mit Salz. Pfeffer gebe ich gleich dazu. Übrig gebliebenen Kohl, den könnt ihr übrigens wunderbar als Schmorkraut oder Bayerischkraut verarbeiten. Rezept blende ich euch ein dafür. Wenn die Rouladen eine schöne Farbe haben, dann können wir sie umdrehen.
Wir wollen uns hier wirklich Zeit nehmen, die sollen schön angeröstet werden, denn das gibt nachher den guten Geschmack. Wenn wir alle umgedreht haben, können wir auch die zweite Seite salzen. Und wenn sie von beiden Seiten schön angeröstet sind, dann nehmen wir sie raus und legen sie erstmal auf ein Blech. Ich habe jetzt hier noch eine extra Roulade gehabt, die hat keinen Platz gefunden. Die Kohlabschnitte, die gebe ich jetzt mit rein und brate sie auch schön an. Dann geht ein bisschen Tomatenmark dazu, das rösten wir kurz mit. Ein kleiner Tipp, ihr könnt ein klein wenig mit Brühe ablöschen, dann verteilt sich das besser, löst sich besser und so könnt ihr es besser rösten. Aber aufpassen, dass es nicht anbrennt, denn sonst wird die Soße bitter. So, wenn das alles ein bisschen Farbe hat, dann gießen wir die restliche Brühe auf. Die Kohlrouladen gehen dann zurück und dann würzen wir noch mit Pfeffer aus der Mühle. Deckel drauf. Die habe ich jetzt 10 Minuten auf der Herdplatte gemacht und dann habe ich die nochmal in den Ofen getan bei 200 Grad Ober-Unterhitze. Nochmal ungefähr eine halbe Stunde. Die Hälfte der Zeit mit Deckel und danach habe ich den Deckel abgenommen, damit die einfach von oben auch noch ein bisschen Farbe bekommen. So, meine Kohlrouladen, die sind fertig und sehen herrlich aus. Die packe ich jetzt nochmal auf ein Blech, damit ich die Soße schön abbinden kann. Dann nehme ich ein bisschen angerührte Speisestärke und damit können wir die jetzt vorsichtig ein bisschen abbinden, die Soße. Nicht zu viel reingeben, damit euch das nicht zu dick wird. Dann muss die Soße noch eine Minute kochen, dass die Stärke auch wirklich bindet. Wenn die Soße die gewünschte Konsistenz hat, können wir die Rouladen wieder zurückpacken. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ist das nicht herrlich? So, ein bisschen Grünzeug schadet auch nicht. So, und zum Schluss noch eine kleine Flocke Schmand. So, jetzt probieren wir das Ganze. Unglaublich gut. Ja, das Hackfleisch, das ist schön locker geworden durch das Brötchen. Die Soße schmeckt richtig lecker. Und der Kohl, der gibt so richtig Aroma ab durch das Anbraten, durch die Röststoffe. Also total leckeres Essen und wie ich finde, auch wirklich nicht so viel Aufwand. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Probiert es unbedingt aus. Ist super lecker. Und noch dazu ist es ein wirklich günstiges Gericht. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer für einen kleinen Daumen hoch. Und solltet ihr noch keine Abonnenten sein, dann auch gerne natürlich abonnieren. Völlig kostenlos und dann verpasst ihr keines meiner Rezepte mehr. So, damit sage ich Tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und viel Spaß beim Nachkochen.